Guten Morgen, Freunde! Für uns ist heute ein aufregender Tag, denn heute wird endlich der GTI umgebaut. Da warten wir ja schon Ewigkeiten drauf. Und wir haben jetzt so weit alle Teile zusammen, die wir brauchen. Und zwar haben wir einmal hier Felgen von Yido Performance und wir haben einmal ein Fahrwerk von H&R. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie kriegen wir das alles ins Auto rein? Das wird jetzt noch die große Aufgabe aller Aufgaben. Und dann fahren wir auf jeden Fall damit weiter zu Simon Motorsport. Und dort, ja, der Klaus, der fängt schon an. Und dort wird auf jeden Fall das Auto umgebaut. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Denn viele haben ja schon geschrieben, oh Mann, das Auto ist viel zu hoch. Und ja, da gebe ich euch auch recht. Deswegen wird das Auto jetzt ein bisschen tiefer gelegt. Und wie gesagt, die Felgen kommen jetzt drauf. Ich habe aktuell 18 Zoll Felgen. Und die Felgen, die jetzt drauf kommen, sind in 19 Zoll. Reifen von Michelin kommen auch noch drauf. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Wir machen jetzt auf jeden Fall gleich noch eine kurze Testfahrt über die Autobahn auf dem Weg dahin. Weil, ganz ehrlich Leute, ich habe zurzeit Allwetterreifen drauf und Allwetterreifen sind jetzt nicht so das Wahre und damit kann man auch nicht schneller als 200 fahren und ich fühle mich auch wirklich sehr unsicher noch mit dem Auto, weil ich habe das Gefühl, bei hohen Geschwindigkeiten, weiß ich nicht, muss ich nicht haben mit dem aktuell und deswegen bin ich gespannt, wie er sich dann auf dem Rückweg fährt und das werdet ihr natürlich sehen. Ja, fertig. Ja, oh, so schnell geht das, passt doch alles ins Auto. Achso, der Franz Simon, der kann heute leider nicht kommen. Der wollte eigentlich auch da sein, aber aus gesundheitlichen Gründen ist er heute nicht da. Sehr schade. Ich hätte ihn gerne noch getroffen, aber trotzdem kriegen sie das ja auch, denke ich mal, ohne den da ganz gut hin. Das ist ja jetzt auch nichts Schwieriges, was da gemacht wird. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los. Also beim Schnellfahren merkt man halt eben bei dem Wagen, dass er so ein bisschen so rumeiert. Ich meine, okay, jetzt ist er auch gerade ein bisschen unfair beladen. Das trägt ja auch nochmal dazu bei, dass er so ein bisschen nicht so stabil fährt. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn ich mal ja, schon ein bisschen Gas gebe, so mit 180 bis 200 auf der Autobahn und dann in so eine leichte Kurve reinkomme, da habe ich wirklich Angst bei dem Auto, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Reifen halten das nicht, dass ich irgendwie aus der Kurve rausfliege und ja, man merkt auch irgendwie so, der federt mir einfach noch zu viel. Also, der hat zwar schon ein sportliches Fahrwerk drin, so vom Werk aus, ist ja schon ein bisschen härter als so ein normales Auto, als ein normaler Golf, aber irgendwie fehlt mir da einfach noch was und deswegen, ja, bin ich gleich mal gespannt, wie die Rückfahrt sein wird mit den neuen Teilen. Da steht doch schon was von Simon. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Das sieht doch schon richtig aus. Oh, oder ja. Cool. Dubai-Kennzeichen. Die sind auf jeden Fall ziemlich viele coole, krasse Autos. So, da sind wir endlich. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Wagen dran ist und dann gucke ich natürlich mal mit rein und zeige euch, was ich denn da überhaupt so für Teile habe, was ich für Felgen habe, wie das Fahrwerk aussieht, wie das Ganze eingebaut wird und ich bin ganz happy, dass meine Reifen auch noch heute angekommen sind, weil die habe ich direkt hier hinschicken lassen, sonst wäre das Ganze ein bisschen in die Hose gegangen. Wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich auch die Felgen nicht drauf machen können und die sind zum selben Zeitpunkt angekommen wie wir, deswegen passt das alles und wir gehen jetzt erstmal rein. Federn drin, ne? Ich zeig mal gerade hier. So, in dem Fall nochmal großen Dank an H&R für das Fahrwerk und das gucken wir uns gleich mal an, wie das Ganze hier so aussieht, wenn das ausgepackt ist. Der Alex, der hat da ein bisschen mehr Ahnung und der kann bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen erklären, was das eigentlich so ist und was das so für Vorteile hat gegenüber dem normalen Fahrwerk, was da jetzt vielleicht drin ist. Kommst auf jeden Fall tiefer mit. Das ist schon mal gut. Sind die für hinten und... Nein, das sind die vorderen, das sind die hinteren. Okay, dann nach. Rein. Jetzt haben wir ja auch noch dann 1 Zoll größere Felgen gleich drauf. Das heißt, da müsste man das ja dann noch ein bisschen runterschrauben wahrscheinlich. Ne? Das Gewinde kannst du das halt höher und tiefer drehen. Und das könnte man jederzeit umstellen? Könnte man wieder höher oder runterdrehen, je nachdem wie du es brauchst. Das ist ja nicht schlecht. Ja, cool. Aber ist halt blöd, ne, wenn du jetzt irgendwo am Bürgersteig stehst und nicht hochkommst, dann kannst du natürlich nicht so schnell hochschrauben. Also das muss schon in der Werkstatt gemacht sein, oder? Wenn du einen Wagenheber dabei hast, könnte ich das auch also könntest du das selber auch vor Ort machen. Wenn die Polizei, wenn du sagst, du zu tief fährst und die sagen, du musst höher schrauben,
dann könntest du das auch vor Ort hochschrauben. Einfach mit der Hand dann drehen, oder womit macht Du man hast das? extra diese Schlüssel hier und damit kannst du das halt drehen. Das ist für mich absolutes Neuland, deswegen finde ich das gerade so faszinierend, dass das so funktioniert. So, und jetzt kommen hier einmal die Felgen, die sind von Yido Performance. Und da sind sie auch schon. In so einem schönen Grau, passend zu der Folie am Auto. Ist ja auch ein bisschen mit Grau. Die gefallen mir echt gut. 19 Zoller sind das. Ja, die sehen doch schick aus. Sehr schön. Da in dem Fall auch nochmal vielen, vielen Dank an Yido Performance für die Felgen. Gefallen mir echt sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie die gleich am Auto aussehen werden. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch meine Reifen. Und da auch mal vielen, vielen Dank an Michelin. Das sind einmal die Pilot Sport 4S in dieser Größe hier. Und die kommen jetzt gleich auf die Felgen drauf. Und zu den Reifen und dem Fahrwerk gehe ich auf jeden Fall noch in nächsten Videos ein, wenn wir das Auto auch mal so ein bisschen testen und auch mal den Unterschied testen. Weil aktuell sind ja noch, habe ich noch Dunlop drauf, und zwar sind das Allwetterreifen. Und da bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd, und deswegen bin ich gespannt, wie die sich jetzt hier gleich fahren lassen. So, und die Reifen, die wurden jetzt schon auf die Felgen gemacht. Und da sind sie auch schon. Richtig schön aus. Und wenn man mal guckt, hier neben liegt die alte Felge. Guckt euch mal den Unterschied an, was 18 und 19 Zoll ausmachen. Das ist schon echt enorm. Ja, und das Fahrwerk wurde auch schon eingebaut, wie ich gerade sehe. Da sehen wir es, die roten Federn. Ja, da liegt das alte Fahrwerk. Und jetzt müssen gleich nur noch einmal die Reifen dran. Dann ist es auch eigentlich schon fertig. Sieht das Ganze aus, wenn es alles demontiert ist. Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, als wäre die Achsel gebrochen. Aber das sieht ja gleich alles wieder ganz in Ordnung aus. Das machen die Jungs schon. Wenn ich das jetzt selber einstellen würde, wo macht man das? Die zwei Dinger hier. Zwei Muttern. Und dann mit diesem Schlüssel, der dabei war. Drehst du hoch, Ja. kommt das Fahrzeug höher. Drehst du runter, kommt es tiefer. Ah, Du musst dir erstmal die Kontermutter lösen. ja. Runterdrehen. Dann kannst du entweder die obere hoch, runter. So. Hier müsste du 21 haben. Müssen wir höher drehen. Weil wir stehen jetzt auf 20. Okay. Siehst du das? Ach, da. Wir stehen jetzt auf 20. Ah, Müssen, also hier fängst du an ab dem... ja. Und da, wo die Auflage Ja. der Feder ist. Wir müssen Okay. einen Zentimeter höher kommen. Jetzt kommen gerade die Felgen drauf. Und die sehen so verdammt gut aus an dem Auto. Ich kann ja mal so kurz zeigen. Ich zeige euch gleich das fertige Auto. Das sieht auf jeden Fall besser aus und hat einen besseren Effekt, wenn er gleich draußen steht, so schön tief auf den neuen Felgen. Passt aber echt gut, muss ich schon sagen. Und selbstverständlich gibt es ja auch noch für alles, was wir hier einbauen, so Teilegutachten. Und damit fahren wir zum TÜV, dass die ganzen Teile eintragen, damit das ja auch noch alles so seine Richtigkeit hat. Und ja, dann geht es ja auch damit schon weiter zum Wörthersee. Da freue ich mich schon drauf. 2 Tage nur noch. Er ist endlich fertig, Leute. Und lange habe ich drauf gewartet. Er sieht echt wunderschön aus. Die Felgen passen richtig super dazu. Er ist endlich ein bisschen tiefer. Und ja, ich würde sagen, ich zeige ihn euch jetzt auch mal so langsam, wie er jetzt wirklich mal so fertig aussieht. Los geht's.
hier wollte ich direkt mal anfangen und sagen, vielen, vielen Dank an Yidu Performance für den tollen Preis, für diese Felgen. Danke an Michelin und H&R, dass ihr mir Reifen und Fahrwerk zur Verfügung gestellt habt. Und vielleicht auch noch Danke an Autodoc, das ist mein Partner. Und da könnt ihr Kfz-Teile und Zubehör bestellen, wenn ihr was braucht. Und nicht zu vergessen, danke an Simon Motorsport, dass ihr mir das hier alles so schön super eingebaut habt. Der Franz, der war vorhin auch noch mal ganz kurz da, aber den ging es halt heute noch nicht so gut, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht vor die Kamera zerren. Schöne Grüße an den Franz und wir fahren jetzt nach Hause und ich teste jetzt auch direkt mal, ob man schon einen Unterschied merkt zu Reifen und Fahrwerk. Und hierzu kommt aber nochmal speziell ein Video, wenn das Auto nicht so voll beladen ist. Mein erstes Fazit jetzt so nach den ersten paar Kilometern. Es fährt sich schon anders. Also ich finde, das Auto fährt sich schon wesentlich straffer. Ich finde, der ist jetzt nicht so hart, wie ich gedacht habe. Also so vom Fahrgefühl her hätte ich es jetzt schlimmer erwartet vom Fahrwerk. Ist super angenehm eigentlich. Ja, sonst an sich, Optik gefällt mir super. Felgen passen echt toll. Gefällt mir alles, also super ausgesucht. Ich hoffe, du bist auch zufrieden. Ja, ich bin auch zufrieden. Das ist doch schön, das freut mich. Ja, was kommt als nächstes? Als nächstes fahren wir zum Wörthersee. Genau, übermorgen. Ja. Und da ist ja das GTI-Treffen. Da sind wir zum ersten Mal dabei. Letztes Jahr waren wir beim Sportwagentreffen in Velden da. Und jetzt sind wir dieses Jahr auch. Aber jetzt ist zuerst das GTI-Treffen. Und da bin ich super gespannt drauf, was da so los ist. Und ja, direkt hier mit dem umgebauten Auto, das wird doch schön. Da freue ich mich. Vor allen Dingen, worauf ich mich am meisten freue, ist, dass wir mal endlich viel Gepäck mitnehmen können. Und nicht Angst haben müssen, dass das Gepäck nicht ins Auto passt, wie bei dem R8. Einfach alles ins Auto rein. Alles, den ganzen Kleiderschrank rein. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht zu subscriben, zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Schaut doch mal bei dem Franz Simon vorbei, wenn ihr da noch nicht wart, beim Simon Motorsport. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.